Mein Leiden hat endlich ein Ende. Nachdem ich 3 Tage isländisches Mistwetter erlebt habe, kommt am 4. Tag endlich die Sonne raus. Die Stimmung ist sofort eine ganz andere. Zum ersten Mal macht mir die Tour durch Island richtig Spaß. In diesem Video beenden wir den Diamond Circle mit Húsavík und dem Godafoss, besuchen einen Blauwal, der seine besten Tage lange hinter sich hat, und fahren auf dem Weg in Richtung Westfjorde durch die nördlichen Highlands und das erste Mal auf Schotter. Und zum ersten Mal, seit ich auf Island bin, haben wir schönes Wetter. Ist das herrlich! Ja moin und liebe Grüße von meiner Motorradreise durch Island. So wie hier gerade sieht es auf dieser Insel übrigens zu 50% der Zeit aus. Kalt, nass und windig. Wir kennen alle die Hochglanzbilder aus dem Internet und den Prospekten, davon ist man hier in der Realität aber oft weit entfernt. Stattdessen ist der Wind zusätzlich zur Nässe heute noch stärker als sonst, deutlich erkennbar an meiner Schräglage. Ihr seht, wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Aber keine Sorge, es wird besser. Und wenn es nachts usselig kalt ist, dann empfehle ich den Whisky-Honig-Likör von Kaseler. Schmeckt jedem, egal ob pur oder Mixgetränk, hebt die Moral an schlechten Tagen und hinterlässt ein wohlig warmes Gefühl im Bauch. Geht auf www.kaseler.de und sichert euch mit dem Code GS10 10% auf euren Einkauf. Ich habe die ewige Dusche hinter mir gelassen und bin gerade auf dem Weg nach Húsavík. Húsavík, auf Deutsch Häuserbucht, ist das isländische Zentrum der Walbeobachtung. Wenn ihr von Booten aus auf Walbeobachtung gehen wollt, dann habt ihr hier die besten Chancen, auch welche zu sehen. Vor allem Buckelwale, aber auch Zwergwale, Schweinswale oder sogar Blauwale kann man entlang der Küste mit etwas mehr Glück beobachten. Und eben weil hier entweder nur Einheimische unterwegs sind, die von der Walbeobachtung leben, oder Touristen, die ausschließlich für die Walbeobachtung gekommen sind, werde ich in meiner Motorradkombi und dem blauen Rucksackschutz angestarrt wie ein bunter Hund. Húsavík ist ja die isländische Hauptstadt der Walbeobachtung, wenn man so will, und hinter mir machen sich gerade die ersten Touristengruppen bereit, um aufs Meer rauszufahren. Ich werde es ihnen nicht gleich tun, denn ich bin von dem Wind hier ein bisschen beeindruckt, will gar nicht wissen, was da draußen an Seegang herrscht. Ich mache jetzt was anderes, da das Restaurant, auf das ich warte, immer noch geschlossen hat. Ich gehe jetzt ins Walmuseum. Das Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert, denn während man für die Touren auf den Booten ein Quäntchen Glück braucht, um überhaupt einen Wal zu sehen, ist die Walsichtung hier drin garantiert. Nicht nur das, auch auf Informationen zum Lebensraum, dem Verhalten oder der Ernährung der Tiere wird hier sehr detailliert eingegangen. Natürlich wird auch auf die Geschichte des Walfangs auf Island eingegangen, auch wenn der zum Glück heute keine Rolle mehr auf der Insel spielt. Stattdessen wird die aktuell größte Gefahr für Wale thematisiert: Mikroplastik. Die hohe Belastung der Weltmeere mit Plastik führt zunehmend dazu, dass Tiere, die im oder am Wasser leben, große Mengen davon über ihre Nahrungskette aufnehmen. Ihre Mägen füllen sich mehr und mehr mit dem unverdaulichen Plastik und es kann am Ende passieren, dass die Tiere vor lauter Plastik in ihren Mägen keine Nahrung mehr aufnehmen können und verhungern. Und macht euch nichts vor, natürlich nehmen auch wir Menschen über unsere Nahrung immer mehr Plastik auf. Aber obwohl hier natürlich nur tote Wale ausgestellt sind, so haben sie alle eine Gemeinsamkeit. Keines der Tiere wurde extra für die Ausstellung getötet, sondern alle hier gezeigten Wale sind entweder gestrandet oder in Fischernetzen als Beifang ertrunken. Das macht die Präparierung der Skelette für die Ausstellung aber nicht einfacher, denn damit muss man sich ziemlich beeilen.
Wale zersetzen sich nach dem Tod besonders schnell und werden an Land zusätzlich noch durch ihr eigenes Gewicht zerquetscht. Als ich Húsavík schließlich den Rücken kehre, hört es immerhin auf zu regnen. Frisch und windig bleibt es aber leider trotzdem. Vor allem, da ich wieder durch die Berge muss, die den Wind richtig schön kanalisieren. Und während ich weiter in besseres Wetter fahre, hier ein kurzer Exkurs zur Geschichte Islands. Die Region um Húsavík ist nämlich der am längsten besiedelte Teil der Insel. Im letzten Video hatte ich mich ja leicht sarkastisch gefragt, was die ersten Siedler nach Island getrieben hat. Die Recherche zu diesem Video gab mir in Teilen die Antwort. Es waren weder Alkohol oder Drogen im Spiel, auch nicht immer eine Flucht vor dem Gesetz, sondern schlicht eine Verkettung unglücklicher Umstände. Der schwedische Wikinger Garda Svavarsson war um das Jahr 870 der erste Mensch, der seinen Fuß hier bei Húsavík auf isländischen Boden setzte. Sein Schiff war durch einen Sturm vor der schottischen Küste den ganzen Weg bis vor die isländische Küste getrieben worden, weswegen er hier überwintern musste. Luftlinie ist Island knapp 800 Kilometer von Schottland entfernt, was muss das für ein Sturm gewesen sein? Und als Lohn für seine Strapazen nannte Svavarsson die Insel Gardasholm, also Gardas Insel, und damit ganz bescheiden nach sich selbst. Obwohl er nicht der erste Seefahrer war, der die Insel sichtete, so war er doch der erste, der sie umrundete und hier an Land ging. Ich erreiche schließlich den Godafoss, einen der bekanntesten Wasserfälle Islands und das letzte Ziel des Diamond Circle, das noch ausstand. Entsprechend viel ist hier plötzlich wieder los. Und weil wir ebenso schön historisch unterwegs waren, hier die nächste Geschichtsinfo. Der Godafoss hat seinen Namen daher, dass der Goda, also derjenige, der auf Island früher die Regierungsgewalt innehatte, um das Jahr 1000 die letzten heidnischen Götterbilder in den Wasserfall geworfen haben soll, damit die Bevölkerung geschlossen zum Christentum konvertieren konnte. Irgendwo hier in den Fluten könnt ihr also noch ein paar ziemlich abgefahrene Skulpturen finden. Vom Godafoss und dem Diamond Circle aus führt mich mein Weg die nächsten Tage immer weiter nach Westen, zunächst nach Akureyri und dann weiter in Richtung Westfjorde. Und nicht nur hat es aufgehört zu regnen, ich werde jetzt sogar noch freundlicherweise trocken geföhnt. Denn woran merkt man, dass Island eine Vulkaninsel ist? Daran, dass es in Straßentunneln sehr schnell sehr knackig warm wird. Angenehme 28 Grad treiben mir die Kälte und Nässe aus dem Pelz. Ich würde ja am liebsten hier drin bleiben. Mit Akureyri habe ich die isländische Hauptstadt des Nordens erreicht, die mit fast 20.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt des Landes ist. Zivilisation! Steinhäuser, Einkaufszentren und Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Nach den Strapazen der letzten 2 Tage ein schöner Anblick und eine willkommene Abwechslung. Und sorry für den Fleck auf der Linse. Aber dorthin zu gelangen wird nochmal abenteuerlich. Denn der frische Wind im Fjord macht genau das, was man als Motorradfahrer nicht haben will, nämlich einen von der Seite in Richtung Wasser drücken. Naja, aber es sind ja nur noch ein paar Meter bis zur rettenden Unterkunft. Denn nach 2 nassen und kalten Tagen habe ich mir eine feste Unterkunft gegönnt, um meine Sachen zu trocknen und auch mal heiß zu duschen. Und natürlich, um all meine Akkus zu laden, denn die mögen die Kälte hier auf Island gar nicht. Ein schneller Teller Nudeln, ein kurzer Plausch mit Kati und dann ab in die Kiste. Und das dürft ihr wörtlich nehmen, denn ich übernachte in einem Kapselhotel, schlafe also tatsächlich in einer kleinen Kiste. Ein bettgroßes Raumschiff mit Spiegel und Licht. Und ganz vielen Steckdosen. Und während meine Kombi die Nacht über munter vor sich hin tropft, puffe ich endlich nochmal warm und trocken. Nur die Uhrzeit im Display, die stimmt nicht so ganz. Am nächsten Morgen breche ich früh in Akureyri auf und mache den Tag über erstmal ordentlich Strecke in Richtung Westen. Morgen Nachmittag möchte ich die Westfjorde erkunden, womit ich dann auch wieder innerhalb meines Zeitplans wäre, nachdem dieser am Mývatn über den Haufen geworfen wurde. Die nächsten 150 Kilometer geht es von Akureyri aus durch die nordisländischen High- und Lowlands, wo es nochmal windig und nass wird. Aber dann, ja, dann haben wir es geschafft und lassen das schlechte Wetter erstmal hinter uns.
Hinter Blönduós verlasse ich die Hauptstraßen jetzt erstmal. Mein nächstes Ziel, ein einsamer Felsen im Meer, ist nur über Schotterpisten zu erreichen. Endlich kommen also mal die Stollen zum Einsatz. Aber Schotterstraße ist auf Island nicht gleich Schotterstraße. Grundsätzlich gibt es hier auf Island 3 Arten von F-Straßen und auf jedem Wegweiser wird auch nochmal erklärt, welchen Typ man gerade im Begriff ist zu fahren. Da gibt es, ich sage jetzt einfach mal Stufe 1, wo jeder normale Pkw oder jedes normale Motorrad drüber fahren könnte. Dann Stufe 2, wo man wirklich ein gutes, allradfähiges Auto braucht. Und da ist dann die ein oder andere nasse Sektion dabei. Es ist sehr uneben, grober Schotter, man kennt das. Aber dann gibt es noch Stufe 3 und da wird vorgewarnt, denn dafür braucht man ein wirklich schweres, geländegängiges Fahrzeug. Dann muss man nämlich auch Flüsse durchqueren. Hier auf dem Bild seht ihr alle 3 Arten vorhanden. Hier ist Stufe 1, da ist Stufe 2 und für Stufe 3 braucht ihr so ein Fahrzeug. Das ist übrigens ein Fahrzeug von einer Firma, die mit dem deutschen ADAC vergleichbar ist. Die Straßen hier auf der Halbinsel Vatnsnes sind eine gute Gelegenheit, mich wieder an das Fahren abseits der Asphaltstraßen zu gewöhnen. Morgen gibt es nämlich noch viel mehr davon. Auch wenn 50 bis 60 km/h auf den Aufnahmen zugegebenermaßen etwas langsam wirken, so sind sie doch eine angenehme Reisegeschwindigkeit, wenn man gleichzeitig noch allerhand Schlaglöchern ausweichen muss, die man durch das monotone Graubraun der Straße erst recht spät sieht. Ihr müsst außerdem jederzeit mit Schafen am Wegesrand rechnen, denen sind ihre Weiden nämlich ziemlich egal. Getreu dem Motto, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, finden die natürlich immer zielsicher das eine Loch im Zaun und sitzen dann neben, an oder sogar mitten auf der Straße. Und natürlich hat man an den engsten Stellen, nämlich an den einspurigen Brücken, immer Gegenverkehr. Manchmal lässt man dann andere erst vorbei, manchmal trifft man aber auch nette Menschen, die einen vorlassen. Dankeschön. Dieser Felsen hier, der Vitzakur, sah auf den Bildern im Internet irgendwie eindrucksvoller aus als hier in echt. Vitzakur bedeutet übersetzt weißer Kittel, was stumpf gesagt von den vielen Vogelexkrementen kommt. Ich glaube, damals habe ich Kati auch geschrieben, dass der Vitzakur im Grunde ein vollgekackter Felsen im Meer ist. Für die Vögel natürlich trotzdem eine tolle Brutstätte. Und auch hier finden wir eine isländische Sage. Denn nach dieser soll es sich beim Felsen um einen von der Sonne versteinerten Troll handeln, der ein nahegelegenes Kloster mit Steinen beworfen haben soll. Unweit des Vitzakur will ich mir noch einen ganz besonderen Strand ansehen, an dem man mit etwas Glück Robben und Seehunde sehen soll. Und ist euch etwas aufgefallen? Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Und plötzlich wirkt diese Insel nicht mehr nur karg, kalt und lebensfeindlich, auf einmal macht das Fahren hier tatsächlich Spaß.
Zum ersten Mal, seit ich auf Island bin, haben wir schönes Wetter. Ist das herrlich! Auf den Felsen am Wasser hinter mir soll man übrigens im Sommer Robben beobachten können. Ich habe noch keine gesehen, aber ich gehe mit dem Teleobjektiv mal auf die Jagd. Tja, Robben und Seehunde sind es leider keine geworden, dafür aber jede Menge Wasservögel. Auch nicht schlecht. Aber hier pfeift ein Wind, dass sogar die Kamera auf dem Stativ wackelt. Überhaupt irgendwas von dem versteht, was ich jetzt sage. Ich versuche es einfach mal. Wir sind wieder am Ende eines Videos angekommen. Ich denke, war genug für heute. Ich fahre jetzt noch den Campingplatz an. Das sind noch ein paar Kilometer und dann mache ich auch Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir unten wie immer euer Feedback da und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Denn beim nächsten Mal fahren wir in die Westfjorde und da gehe ich auf die Suche nach einem ganz besonderen Vogel, der es bisher immer geschafft hat, mir zu entwischen. Ich gehe nämlich auf die Suche nach den Papageientauchern. Genau. Egal wo ich bisher auf Reise war und wo man sie laut Reiseführern beobachten konnte, die Papageientaucher sind mir konsequent aus dem Weg gegangen. An den Westfjorden gehen wir dann im nächsten Video gemeinsam auf die Suche. Das kurze Stück Schotter heute war dafür eine gute Übung, denn der morgige Tag wird zur Hälfte nur auf Schotterpisten stattfinden. Noch während ich dort fuhr, wurde mir klar, dass dies mein härtester Tag auf Island wird, denn die Straße dorthin ist stellenweise eine Qual, auf der man nur schleichend langsam vorankommt, wenn man den Inhalt seiner Koffer in Ordnung halten will. Freut euch auf den nächsten Teil, ich verspreche grandiose Bilder von meinem härtesten, aber auch schönsten Tag auf Island. Also, Abo dalassen nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke euch fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.